Hallo Leute, ich bin Tales of Freak. Schön, dass du reingeschätzt hast. So, bin mal direkt zum Wald hier und jetzt weiß ich endlich, wie ich da durchlaufen kann. Ich habe das gar nicht bemerkt hier zum Beispiel. Jetzt kann ich nämlich durchlaufen ohne Probleme. Und ich wundere mich, wie soll ich da durchkommen? Da ich da noch nicht mal in der japanischen Version drauf gekommen bin, war das der Grund, dass ich das natürlich auch nicht wusste. Na komm her, geht nicht. Du bist der Neue. Oh. Wahrscheinlich nur eine Klamotte. Ah, stimmt ja, ich hatte ja schon... Na toll. Haben wir denn noch hier? Die nicht noch was gehabt? Ah, das ist also diese blöde Fähigkeit, die ich brauche, um diesen einen Gegner fertig zu machen. Wie kann man auch drauf kommen, so einen blöden Gegner zu machen? Hat sie noch was? Nö. Nur das war's. Okay. Ach, hier ist auch nochmal. Die rote Frucht ist reif. Ja, sehr schön. So. Ich will eigentlich gar nicht campen. Oh, das ist eine blaue Frucht. Für was wohl die ist? Ich denke mal... Oh, stimmt ja hier. Die kann sich endlich mal einsammeln. So. Ah. Ja, der Wald ist doch richtig bekloppt hier. Also muss ich aufpassen. Es gibt also mehrere davon. So. Da ist jedenfalls meine Kiste. Und wieder blaue Frucht. Oh, du bist noch aktiv. Also der Wald ist jedenfalls groß. Bin mal gespannt, wo ich lang muss. Ah, Mann, diese Gegner. Ich hasse diese Gegner, die vor einen porten. Oh, da haben wir aber einen Alarmstufe Rot-Dämon. Der Wald ist eigentlich ganz lustig. Wie komme ich denn? Okay. Brauche die wahrscheinlich. Ach so. Hä. Ich muss hier nur nach oben wegen der roten Frucht. Was sind... Ah.
Na toll, da kann ich aber noch nicht rüber. Mann! Blöde Pferde! Fällig. Hasse dich. Come on, really? Das Vieh geht mir wirklich auf den Keks, ey. Soll aufhören, mal immer vor mein Gesicht zu spammen. Ja. Ach, cool. Haben wir hier drin? Eine Katze. Toll. Eine gelbe Frucht? Was kann ich da machen? Kann ich dadurch alles durch oder ist da wieder ein... Nein. Okay. Aber für was ist denn die gelbe Frucht? Ich habe noch keinen gelben Rauch gesehen. Oder ist da ein gelber Rauch? Nee. Auch ein roter. Für was ist der gelbe? So, ich werde das Ding mal noch nicht wechseln und mal schauen, wo ich dann noch hin kann mit diesem gelben Zeug hier. Nee, ich nehme jetzt so ein... Ah, dafür ist das gelbe. Also hat es einen Sinn gemacht, dass ich auch trotzdem danach hingegangen bin. Da habe ich mich ja gleich richtig entschieden. Oh, da, endlich. Ich will gleich dann zurück. Kann ich jetzt rüber? Ich muss vielleicht mir dann nochmal die gelbe Frucht holen, aber ich bin ja jetzt ja schneller unterwegs. Das stimmt ja, ich muss ja hier nach oben. So, mal sehen, was der Gegner so kann. Komm her. Are we ready for this? Das sieht aus wie Come on. Glaubst du, dass gegen Elemente nicht anfällt? Come on, really? Aber das Ding ist ja so schnell platt geworden.
Irgendwie enttäuscht mich das ein bisschen. Wir können die Gegner haben erstmal platt gemacht. Und jetzt geht's wieder auf die Nebenmission zu. Das ist schon wenigstens angenehmer jetzt zu reisen so. Wo ich das hier ein bisschen umständlich finde hier mit den hier hochhüpfen, herunterhüpfen. Egal. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe in Tales of Games diese heiligen Tränke eigentlich nie benutzt. Vielleicht mal einen Finstertrank, aber noch nie einen heiligen Trank. Alles wieder blau. Dann werde ich wahrscheinlich blau brauchen. Blau. Was soll das? Na gut. Tausche ich blau in rot. Einige Dinge. Da tauschen, hier tauschen. Wow, ein bisschen Geld. Ich hole mir mal gleich das Blau wieder. Ich denke, hier werde ich das Blau brauchen. Genau. Ah, da ist schon also der Gegner. So, hier ist wieder gelb. Oh, Shift so. Oh, falsch. So, da haben wir schon mal eine gelbe Frucht wieder. Ich will nicht. Ah, okay. Eigentlich egal welche ich nehme. Ich kann jedenfalls da durch. So. Dann will ich da auch wieder die rote brauchen. Meine Güte. Das Hin- und Herwechseln gibt mir ein bisschen auf den Keks. Auch wenn es vielleicht doch eine kleine, nette Spielerei ist. Dann muss die letzte Kiste wahrscheinlich da vorne irgendwo sein. Blau. Ah toll, krieg ich da nochmal gelb hier. Müssen wir erst das Blaue holen.
ungefähr. Oh Mann, ey. So, die gelbe war da drüben, oder? Ja. Wenn man einfach nur durchrennen will, könnte man sich auch die ersparen, die rote jetzt zu nehmen. Dann kann man direkt mit der gelben hier direkt durchgehen. Da ist ein Exorzist und da ist eine Kiste. An exorcist. What's he doing here? It's a world tree leaf. We need that for the Omega Elixir. You know of the Omega Elixir? You're no ordinary travelers. I think you can tell that just by looking at us. He seems wary of us. Should we take it by force? No, we'd be at a disadvantage. He looks strong. I could try talking to him. Wait, let me try. All right, Laffy. Do what you need to. Please, sir, may we have that? We need it badly. Sorry, kid. I've only this one. You're so young. Do you really think you can make an Omega Elixir? I have a friend who's very sick. If there's anything I can do to save him, anything at all, I have to try. Did you already gather the other ingredients? No, we still don't know what the last one might be. But I'll find it. I swear I will. My friend is suffering too much. I refuse to give up on him. Take it. Are you certain? Don't you need this as well? I'm an exorcist. Talking to you, well, we're supposed to put the needs of others ahead of our own. You think not of yourself. I would be a poor model were I to deprive you in your time of need. Thank you. By the way, young one, perhaps this will help your cause. I've been studying an old book, and it would seem that the final ingredient is a Moloch's prayers. Unfortunately, thanks to the Lord of Calamity, the Abbey's been losing a good number of Malachim. I've managed to be exceedingly lucky and mine is still okay, but he will not give me his prayers, even when I command him to. Perhaps you will succeed. I have not faltered in my duties as an exorcist. The world must come before my family. I'm so sorry, Vidal. Now that we know what the last ingredient is, there's just one thing left to do. Hey, I think that might have been Vidal's dad. Well, now that you mention it, Vidal did say that his dad was an exorcist. If he was the one who borrowed the book from Vidal's mother, that would explain how he got here. Damn though, that's cold. Doesn't that mean he was willing to give up on his son? How could he place more value in the Abbey's teachings than on his own son's life? I think he made the rational decision. Remember, he felt that there was no way he could get the last ingredient for himself, so... Yeah, okay, sure, logic. Kids ain't logical. How do you think Vidal would have taken this? I'm sure he'd be terribly hurt. Look at it like this. That guy clearly went to a lot of trouble to decipher the book. He would have faced considerable dangers just to get here. Exorcists can't save the whole world. They have to live their lives conflicted like the rest of us. If everyone lived as selfishly as me, the world would be a wasteland. Velvet. I don't disagree, but he knew what he was doing. Am I dreaming this? Is Velvet actually defending an exorcist? Pinch me! I'm only stating the truth. Anyway, if we'd fought, it would have been to the death. Good thing this ended peacefully. Fee, I can't tell you what's right in this situation, but if Vidal does die, the sadness will be numbing. I can promise you that. Yeah, but I think even in sadness, hope can spring to life.
As long as you keep living. Anyway, we've got everything we need. Let's get back to Videl's house and make the Omega Elixir. That exorcist said the last ingredient was a Moloch's prayers. That's all it is? We're in good shape then. We've got Laphicet and Eisen and Bienfu. One of you can surely squeeze out a prayer or two, yeah? Cool. So. Bin aber erstaunt, dass das der Vater ist. Oh, ein Amulett für ihn. Kann ich hier rausbauen? Jo, cool. Hab ja alles geholt. So. Wollen wir das jetzt? Ach, wer bist du denn? The boss has a request for you. Not a message, but a request. A whitehorn dragon has been showing up in the Aldina Plains. The boss wants you to kill it. Since when did the Bloodwings become agents of justice? Interested in protecting the world from dragons? Hey, we're not out to save the world. This is just to put an end to Zavid's madness. Did Zavid do something in particular? He's been harassing exorcists, trying to get more information on that dragon. That's got the Abbey on alert, which makes trouble for us. Our spies in the Abbey can't operate under these conditions. And that's where we come in. Does that mean Zavid is in the Aldina Plains too? Got it in one. Just be careful. Zavid and that dragon are even more agitated than usual. Let's go. Are you gonna fight Zavid again? The time has come. Okay, nochmal. We're back! Where's Videl? Oh, it's you, Laphicet. I'm sorry, but Videl's already lost consciousness. But he's still alive, isn't he? Please, let me see him. Videl, it's me, Laphicet. We have all of the ingredients for the Omega Elixir. I'll prove that your translations were correct, Videl. Just wait. Laphicet. He's awake! No, he's just mumbling. That's all he's been saying this whole time. I'm sorry. Sorry, Laphicet. I'm sorry I told you to go away. I really wanted to talk to you more. It's fine, really. That doesn't matter now. You're my friend. There's so much of the world you still need to see. You have to get better, so we can go on adventures together, okay? Huh? Is that... It's the Omega Elixir. So, it wasn't really a Moloch's prayers. It was their tears. Sweetheart, you're home. I am. But I have no right to be here at this point. I chose to do my duty as an exorcist over the welfare of my own dear family. I won't ask for forgiveness. This isn't something that can be forgiven. Dad? Videl, are you feeling okay? He's fine. A generous friend worked hard to prepare the Omega Elixir for him. The Omega Elixir? Wait, don't tell me your friend is... You helped him, right? I heard that it was you who told him what the final ingredient was. Thank you, Dad. No, son. You have no idea. Dad, it's okay. You protected the world in your own way. The one Mom and I live in. The one I want to explore when I get a little older. Son. All's well that ends well, Hard to believe we managed to actually make an Omega Elixir. That's one hell of an accomplishment.
Oh, and here I was anticipating much wailing and gnashing of teeth. Vidal turned out to be pretty resilient, huh? Can't you just say good job like a normal person? You're no fun. You did good, kid. Thanks. But I might have given up if not for Velvet's encouragement. All I did was rile you up. I wouldn't call it encouragement. Not you too, Velvet. Anyway, that was a noble thing you did, Laphicet. You really held on to your hope all the way through. Yeah. I just didn't want to give up on Vidal. But I don't really think it's worth praising. I haven't felt lost like you have, Velvet. If I had, I don't think I would have been so sure of myself. Perhaps. But I think you'll still have it in you. Even if you ever do lose something dear. Huh? Why? That's just the feeling I get. Look, I'm tired of Eleanor's grumbling, so I thought I'd say something nice for once. Could you not make this my fault? Okay. Okay. Ja, hier mit euren Kack-Swing-Stuff. So, hol ich mir mal das auch hier, um das Wort hier zu nutzen zu können. Ich bin mir nicht sicher, dass ich das eingesammelt habe, aber naja. Hallo, stimmt ihr? So, dann habe ich das hier auch ein... Ah, ich wette, ich weiß schon, wo das ist. Falsch rum. Warte mal, der Teleporter bringt mich fast raus. Und dann... Genau. Jetzt nur nach oben und dann kann ich gleich rechts, wenn ich es recht noch weiß. Falsch. Oh, da sehe ich, guck mal, den Drachen sehe ich schon hier oben. Lol. Aber wieso regnet es ja eigentlich so bescheuert? Immer dieses Klettern. Ja. Ich glaube, wenn ich nach oben gehe, drehe ich das, dass es startet. So, und bevor ich jetzt nach oben gehe, werde ich erstmal Schluss machen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn ich ja nach oben kletter und sehe, was passiert. Bye!